Hinweis zu Beginn. In diesem Video liegt der Hauptfokus auf der Geschichte einer Band. Jedoch werden auch sensible Themen wie mentale Gesundheit, ganz speziell Depressionen, Tod und Trauerbewältigung behandelt. Wenn du selbst Probleme mit diesen Themen hast und/oder davon getriggert wirst, empfehle ich, dieses Video nicht alleine oder gar nicht zu schauen. Solltest du betroffen sein, werfe bitte unbedingt einen Blick in die Videobeschreibung. Dort habe ich Anlaufstellen zu den Themen verlinkt, bei denen dir immer gerne weitergeholfen wird. Du bist nicht allein. Wenn man über Metalcore spricht, gibt es viele Bands, die in einer solchen Unterhaltung immer wieder genannt werden. Zweifelsohne sind Architects ein Name, der unweigerlich genannt werden muss. Technisch immer auf hohem Niveau in ihrem Genre, das richtige Händchen für Atmosphäre, emotionale Texte, keine Scheu vor Gesellschaftskritik und dem Fingerzeig auf das Thema Umweltschutz. All das zusammen ergibt seit nunmehr über 20 Jahren den Bauplan für die Musik einer Band, die durch Höhen und Tiefen gelaufen ist, um sich in den Augen vieler einen Platz in den Big Five des Metalcore-Olymps zu sichern. Mein Name ist Paito und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner nächsten dokumentarischen Reise durch die Musikwelt mit Architects. Wir schreiben das Jahr 2004. In Brighton an der Südküste Englands treffen sich immer ein Haufen Jugendlicher, genauer gesagt Matt Johnson, die Brüder Tom und Dan Searle, Tim Lucas und Tim Hillier-Brooke, alle zwischen 17 und 20 Jahre alt. Leider war es mir trotz intensiver Recherche nicht möglich, passende Bilder der Band oder ihrer Mitglieder aus dieser Zeit zu finden. Ich hoffe aber, dieser alte Schatz von Live-Video aus dem Jahr 2005 kann dies entschädigen. Da die größte Leidenschaft der Jungs die Musik ist, besonders härterer Metal, beschließen die Brüder Tom und Dan eine Band zu gründen. Die anderen Jungs werden gefragt, ob sie mitmachen wollen, und so bildet sich zunächst das Bandprojekt namens Inharmonic. Diesen Namen legen sie jedoch recht schnell wieder ab, sodass die Band fürs Erste unter dem Namen Counting the Days ihre Schritte als Newcomer antritt. Doch aller guten Dinge sind drei, und so ändert die Band kurze Zeit später erneut ihren Bandnamen. Diesmal in den bis heute bestehenden Namen Architects. (2005) beginnt die Band mit den Aufnahmen für eine erste Demo. Die junge Band kann durch einige kleine Auftritte Bekanntheit in der näheren Umgebung Brightons erreichen und wird aufgrund der eben genannten Demo schlussendlich von dem Label Distortion Entertainment kontaktiert. Das Label sieht Potenzial in der jungen Band und verhilft ihnen dazu, ihr allererstes richtiges Album zu produzieren und auf den Markt zu bringen. Nightmares erblickt am 15. Mai 2006 das Licht der Welt, beinhaltet 8 volle Songs und bietet mit einer Laufzeit von knapp über 30 Minuten ein überschaubares erstes Hey, das sind übrigens wir, die Architects. Das Debütalbum kann Kritikern eine milde Bewertung entlocken. Metal Temple zum Beispiel schrieb damals über Nightmares: Es ist melodisch, aber brutaler Metalcore mit Ähnlichkeiten zu Bands wie The Dillinger Escape Plan, Converge und Unsane, was die Musik von Architects für sie weniger langweilig mache. Nightmares ist das erste, aber auch zugleich das letzte Album für Bassist Tim Lucas und Sänger Matt Johnson. Beide verlassen Anfang 2007 aus persönlichen Gründen die Band.
Doch Ersatz ist schnell gefunden. Die neuen Männer an Bass und Mikrofon, Alex Dean und Sam Carter. Mit Sam Carter und Alex Dean im Gepäck veröffentlichten Architects Mitte Juni 2007 ihr zweites Studioalbum mit dem Titel Ruin. Auch wenn das Album in den Mainstream-Medien keine Relevanz hat, so kann es die Szenefans im Metal-Bereich dennoch überzeugen. Erstmals kann die Band außerhalb von England Auftritte spielen, mit bereits etablierten Szenegrößen wie SLA Dying. Das absolute Highlight in 2007 ist dann der erste Auftritt auf Englands größtem Metal-Festival, dem Download Festival. Von den ersten Konzerten im Ausland und dem Auftritt beim Download Festival beflügelt, klopfte der nächste große Schritt für die junge Band im Mai 2008 an die Tür. Architects gaben bekannt, dass sie einen Deal bei Century Media Records bekommen hatten. Century Media Records, gegründet 1988, ist ein deutsches Musiklabel mit Sitz in Dortmund, Nordrhein-Westfalen und hat mit Stand 2025 um die 75 Künstler unter Vertrag. Darunter namhafte Bands wie Arch Enemy, Caliban, Electric Callboy, Heaven Shall Burn und Lorna Shore. Seit 2015 gehört das Label zu Sony Music Entertainment und erfreut sich internationaler Bekanntheit und Beliebtheit. Mittlerweile hat das Label auch weltweit Niederlassungen, unter anderem in den USA, Großbritannien, Italien und Schweden. Mit einem 2008 schon starken Partner wie Century Media Records an der Seite bringen Architects zunächst ihr zweites Album Ruin in einem Re-Release erneut auf den Markt und können es so einer noch breiteren Masse zugänglich machen. Zeitgleich wird eine Split-EP mit der englischen Hardcore-Punk-Band Dead Swan im Februar 2008 auf den Markt gebracht, bevor dann über das Jahr hinweg sowohl eine größere US-Tour mit Suicide Silence, Amur und Beneath the Massacre gespielt wird, als auch die line-up-starke European Altamont Never Say Die Tour mit Whitechapel, Protest the Hero, Carnifex, Unearth, Despise Icon und Parkway Drive. Neben 2007 ist 2008 somit ein absolutes Wahnsinnsjahr für die gerade einmal 4 Jahre alte Band, die sich nunmehr einen Namen gemacht und der Szene ihren ganz eigenen Stempel aufgedrückt haben. In diesem Kapitel beleuchte ich die Jahre 2009 bis 2015, eine große Zeitspanne, und es sei gleich vorneweg betont, dass ich nicht für jedes Jahr explizit einen Konzertkalender auflisten wollte, da sich in meinen Augen sonst zu viele Dinge wiederholen und die Masse an Informationen doch etwas überhand genommen hätte. Ich hoffe, diese Herangehensweise findet eure Zustimmung. Falls nicht, dann kann ich es an dieser Stelle leider nicht mehr ändern. Tut mir leid. Kapitel 3 soll in erster Linie eine schnellere Zusammenfassung sein, da die Band zum einen sehr viele Konzerte gespielt hat und es dann dafür in den nächsten Kapiteln mehr um tiefere inhaltliche Themen der Band gehen soll. Auch wenn Architects 2008 sehr beschäftigt mit Konzerten waren, hatten sie dennoch nicht aufgehört, hinter den Kulissen an einem neuen Album zu arbeiten. Am 29. Januar 2009 feierte dann das dritte Studioalbum Hollow Crown seinen offiziellen Release, nachdem es zunächst am 12. Januar bereits illegal im Internet geleakt wurde. Auf dem Album bedient die Band zum ersten Mal richtig offensive Themen wie Arroganz und Besessenheit. Des Weiteren war ein deutlicher Stilwechsel in Sam Carters Vocals nicht zu überhören. Hatte Ruin noch überwiegend tiefe, gutturale Vocals, versuchte sich Carter auf Hollow Crown erstmals mit vermehrten Clean Vocals und hohen Screams. Instrumental konnten Fans bemerken, dass man deutlich mehr Einflüsse des Keyboards wahrnehmen konnte und die Songstrukturen durch vereinfachte Riffs einen eher melodischeren Klang als sein Vorgänger einschlug. In einem Interview zu dem Album, bei dem die Frage aufkam, wieso man sich für den Titel Hollow Crown entschied, zu Deutsch in etwa leere Krone, antwortete Dan Searle: Der Titel verweist auf jene Menschen im Leben, die nichts leisten, aber alles bekommen. Sam Carter ergänzte diese Aussage noch und sagte:
Wir hatten immer das Gefühl, dass wir eine Band sind, die wirklich, wirklich hart arbeitet und dafür aber nie Anerkennung bekommt. An dieser Stelle möchte ich um Verzeihung bitten. Ich hätte die möglichen Ursachen, die zu dem in dem Interview genannten Aussagen geführt haben, gerne tiefer recherchiert und verdeutlicht. Leider ist mir dies jedoch bei meiner Recherche nicht geglückt. Ich möchte hier keine Halbwahrheiten oder schwammige Quellen zitieren, daher belasse ich es dabei, denn wenn ich auf etwas eingehe, dann möchte ich es auch so gut wie möglich machen. Das Jahr 2009 ging aber erfolgreich für Architects weiter. Festivalauftritte in Deutschland auf dem Mainstream Rockfest sowie dem With Full Force zählen zu den Highlights des Jahres. Inklusive der Through the Noise European Tour, bei der man sich wieder mit einigen Bands die Bühnen teilte. 2010 steht für die Band dann ganz im Zeichen von Live-Konzerten. Mehrmals tourt man durch Europa und Amerika, überwiegend als Support-Act für zum Beispiel A Day to Remember, SLA Dying oder Atreo. Auch hier kann man die eigene Popularität steigern und arbeitet parallel bereits fleißig an einem neuen Album. Ein paar kleinere Shows auf namhaften Festivals ergänzen das Tourjahr und noch zum Ende des Jahres kündigt die Band an, dass The Here and Now am 19. Januar 2011 erscheinen wird, fast auf den Tag genau 2 Jahre nach Hollow Crown. Mit The Here and Now schaffen es Architects, ihren bis dahin größten Erfolg eines Albums zu erreichen. Platz 57 in den britischen Albumcharts, ein Meilenstein für die Truppe aus Brighton, der jedoch auch mit deutlichen Schattenseiten in Kontrast stand. Das Album hatte stilistisch einen deutlich mehr dem Mainstream zugeschnittenen Sound. Allgemein hatte das Album einen emotionaleren Touch. Kritiker und Fans waren gleichermaßen zwiegespalten. Obgleich es durchaus als mutig angesehen wurde, erneut mit dem Stil des eigenen Schaffens zu experimentieren, gab es eben auch jene, die dem Album vorwarfen, nicht besser als okay zu sein, denn es biete keine Momente, die über das hinausgehen, was bereits geleistet wurde. So wird zum Beispiel Travis Persaud, Musikjournalist der Zeitschrift X-Claim, zitiert. Abseits des Release-Trubels kam es nur einen Monat nach Release des Albums zu einer kurzzeitigen Auszeit des Bassisten Alex Dean, der die Band aus familiären Gründen vorerst verließ, sich ihr aber schlussendlich im Oktober 2011 nach 5-monatiger Abwesenheit wieder anschloss. Im Herbst 2011 supporteten Architects dann Bring Me the Horizon für einige Shows in Deutschland. Nachdem die Band über den Jahreswechsel 2011-2012 als Vorband für Rise Against durch ganz Europa reiste, folgte nur kurz nach der Tour die Ankündigung, dass Gitarrist Tim Hillier-Brooke die Band verlassen wird. Sein Nachfolger wurde Josh Middleton, der Szenekundigen bereits als Mitglied der Band Sylosis bekannt war. 2012 erschien dann mit Daybreaker das 5. Studioalbum, welches sich mit viel Lob seitens Fans und Kritikern schmücken konnte. Dies war auch ein weiterer Durchbruch für die Band, konnte man mit Daybreaker eben nicht nur in England auf Platz 42 der Albumcharts landen, auch in Deutschland erreichte das Album erstmalig die Charts und setzte sich auf Platz 93 fest. 2013 endete dann der Vertrag mit Century Media Records und die Band beschloss, diesen auch nicht zu erneuern. Stattdessen unterschrieb man einen neuen Vertrag bei Epitaph Records, einem ebenfalls namenhaften Label, bei dem auch Bands wie Sleeping with Sirens oder Parkway Drive unter Vertrag stehen. Unter Epitaph Records erschien dann 2014 das 6. Studioalbum Lost Forever, Lost Together, welches das bis dahin erfolgreichste Album der Bandgeschichte werden sollte. Platz 16 in den englischen Charts, Platz 36 in Deutschland und Platz 30 in Österreich wird dieses Album zu Recht als der erste absolute Durchbruch von Architects beschrieben. Fans und Kritiker lobten das Album in hohen Tönen. Es bekam überwiegend 8 bis 9 von 10 Punkten und die gemeinsame Meinung las sich überall gleich. Harter, brutaler Metalcore mit genau der richtigen Portion melodischer Arbeit und einer hörbaren Weiterentwicklung darin, den eigenen Sound zu finden und zu perfektionieren.
Zum Jahreswechsel 2015 wurde dann noch bekannt gegeben, dass Adam Christensen, der die Band bereits 2014 live unterstützte, von nun an festes Mitglied an der Gitarre werden sollte. Den fetten Abschluss machte die Ankündigung, man würde als Support von Parkway Drive im Januar und Februar 2016 nochmals auf große Europatour gehen. Alles in allem waren die Jahre 2009 bis 2015 geprägt von personellen Turbulenzen, mehreren in jeden Belangen unterschiedlichen Album-Releases und einer enormen Anzahl an Konzerten und Tourneen. Doch was nach nunmehr 11 Jahren Bandgeschichte alles passierte, nichts, wirklich gar nichts, konnte Band und Fans auf das vorbereiten, was dann folgte. Alles hätte so schön sein können. All Our Gods Have Abandoned Us. Das 7. Studioalbum erschien am 27. Mai 2016 und konnte mit brachialer Gewalt die Erfolge seines Vorgängers in den Schatten stellen. Mehrere Charterfolge und in Deutschland sogar ein Top-10-Erfolg. Besser hätte es für die sympathischen Engländer gar nicht laufen können. Zumindest dachten dies alle, bis das Schicksal schlussendlich auf grausame Weise zuschlug. Es ist der 21. August 2016, als Dan Searle, Schlagzeuger der Band, auf Facebook die traurige Nachricht veröffentlicht. Es ist unglaublich schmerzhaft und traurig, aber ich muss euch allen mitteilen, dass am 20. August, etwa 12 Minuten nach Mitternacht, mein wunderbarer Bruder Tom, nachdem er über 3 Jahre mit Krebs gelebt hat, verstorben ist. Er war ein unglaublicher Songwriter und Gitarrist. Er war mein engster und ältester Freund. Er war ein lustiger, intelligenter und liebenswerter Mensch. Und er hinterlässt eine gigantische Lücke in all unseren Leben. Tom habe die letzten 3 Jahre mit Krebs zu kämpfen gehabt, sei damit aber nie an die Öffentlichkeit gegangen. Er wollte nie, dass die Krankheit seiner Leidenschaft im Weg steht. In den letzten Monaten vor seinem Ableben sei er sogar entgegen dem Rat der Ärzte zu den Shows bei Rock am Ring und Rock im Park gereist. Und nachdem es einen herben Rückschlag nach den Festivals gab, woraufhin die Truppe ihre verbliebenen Sommerkonzerte absagen musste, sah es so aus, als würde er es schaffen. Doch dann wurde alles leider erneut ruckartig schlimmer, bis er schlussendlich seine Augen für immer schloss. Dan schreibt weiter: Wir werden auf jeden Fall mit All Our Gods Have Abandoned Us auf Tour gehen. Daran besteht kein Zweifel. In ein paar Wochen werden wir nach Australien reisen und im Oktober und November folgt unsere Headliner-Tour durch Großbritannien und Europa. Wir hoffen, dass diese Shows für alle da draußen eine Gelegenheit sein werden, meinem wunderbaren Bruder Respekt zu erweisen. Es wird für uns nicht leicht sein, jeden Abend ohne ihn auf die Bühne zu gehen und zu spielen, aber es ist etwas, das wir tun müssen. Somit ist klar, die Band wird ihre angekündigte Tour spielen, doch natürlich stellt sich sofort die Frage, was kommt danach? Zur weiteren Zukunft der Band über die Tour hinaus schreibt er noch Folgendes: Wir wollen weitermachen, das ist wichtig zu betonen, und wir werden alles daran setzen, dies zu tun. Aber wir werden keine Musik veröffentlichen, es sei denn, wir sind wirklich überzeugt, dass es etwas ist, auf das Tom stolz gewesen wäre. Ob uns das gelingen wird, ist etwas, das wir mit der Zeit herausfinden müssen. Die Metal-Welt war geschockt und eine große Welle der Anteilnahme erreichte die Architects. So schrieben zum Beispiel Gallows, mit denen Architects des Öfteren die Bühnen teilten, Folgendes bei Social Media: Ruhe in Frieden, Tom Searle. Du hast so viel für die UK-Szene getan und viele Bands wie wir haben immer respektiert und bewundert, was du erreicht hast. Unser tiefstes Mitgefühl gilt Toms Familie und den Jungs von Architects. Wir werden All Our Gods Have Abandoned Us heute rauf und runterlaufen lassen. Mit weiteren vielen Anteilnahmen über Social Media stand die Band nun vor der unglaublich schweren Aufgabe, diesen wahnsinnigen Verlust zu verarbeiten, während man sich zeitgleich auch bewusst dem Druck aussetzte, die kommende Tour zum Album zu spielen, was die Band schlussendlich auch tat. Am 13. Oktober 2016 startete die Band ihre große All Our Gods Have Abandoned Us Tour durch Europa. Als Support hatte man Stick to Your Guns und Bury Tomorrow dabei und spielte insgesamt 22 Shows in 13 Ländern, darunter unter anderem Frankreich, Belgien, Niederlande, Italien und Deutschland.
Auf den Shows selbst wurde Sam Carter niemals müde, sich immer einen Moment zu nehmen, um ihrem verstorbenen Freund und Bandmitglied Tom die Ehre zu erweisen und den Fans für ihren unglaublichen Support in der schweren Zeit und der laufenden Tour zu danken. Hier einmal für euch ein mitgefilmter Moment vom Konzert in Amsterdam aus dem Oktober 2016. It's not easy to stand on this stage and it's not easy to talk about what I'm about to talk about, but I do really appreciate the silence in the room. Honestly, thank you. It's a mark of respect for our We're standing up here because our dear friend was one of the most incredibly talented and beautiful people you could ever come across in your entire life. He was so unbelievably dedicated to his music and to his craft, I can't even tell you. But you can hear that when you listen to these records. Now, I know a lot of people... I can't tell you. We have been pulled through this whole thing because of people like every single person in this room. The strength that you've shown us is just unbelievable. When we've been quiet, we obviously haven't been wanting to talk about things, but I want you to know that every day, every message, every letter, every tweet, even every little thing we've felt, every single one of us has felt. And it's given us the courage to get up on this stage and to do this. So thank you. Tom Searle war nicht einfach nur ein Musiker, irgendein Mitglied der Architects, nein, er war gemeinsam mit seinem Bruder Dan die treibende Kraft hinter dem Projekt. Er produzierte den Großteil der Musik, er schrieb beinahe alle Texte der Band selbst und nach seinem Tod erhielten viele Songs nochmal eine ganz andere Bedeutung. Tom verarbeitete und behandelte seine tiefsten Gedanken und Emotionen in den Werken. Besonders All Our Gods Have Abandoned Us wirkte nach dem Verlust nochmal emotional schwerer, denn Fans wussten nun, Tom hatte sich trotz Kampf gegen den Krebs und dem Willen, ihn zu gewinnen, immer auch mit der Option befasst, ihn verlieren zu können. Tom Searle wurde 28 Jahre alt, doch seine Werke überleben die Ewigkeit. Ruhe in Frieden. Die Band spielte wie angekündigt all die noch bereits bestätigten Konzerte, inklusive einem Abschluss auf dem Reading Festival. Doch dann die große Frage, und jetzt? Wie sollte es jetzt weitergehen? Hatte die Band selbst doch noch ein Jahr zuvor angekündigt, sich selbst im Unklaren zu sein, ob sie nochmal neue Musik produzieren würde. Doch dann, völlig unvorbereitet, wurden Fans der Band am 6. September 2017 wie aus dem Nichts überrascht, als auf dem YouTube-Kanal von Epitaph Records ein Video der Architects hochgeladen wurde. Der Name? Doomsday. Mit dem Drang, das letzte Werk ihres verstorbenen Freundes für ihn zu vollenden, veröffentlichten Architects somit ihre erste neue Musik nach Toms Tod. Doomsday war laut der Band ein Song, an dem Tom als letztes vor seinem Tod gearbeitet hatte, ihn jedoch nie fertigstellen konnte. Seine Bandkollegen nahmen sich fürs Erste vor, sein begonnenes Werk für ihn fertigzustellen, da sie es für wichtig hielten, dass alles, was Tom begonnen hatte, auch beendet werden müsse. Die Band selbst hat sich nie dazu geäußert, wie viel Prozent des Songs bereits von Tom gefertigt worden waren und was die Band noch änderte oder ergänzte. Man wolle keine Erwartungshaltung oder Vergleiche wecken, wie der Song mit und ohne Tom hätte klingen sollen oder nicht, sondern man wollte einfach das Gesamtwerk erschaffen, das die Fans genießen sollten. They say the gods are young, no use in saying what it's done is done, 'cause it's not enough. And when the light gets bright, it's like a brand new Doomsday. Beim Hören des Songs wird jedoch auch deutlich,
Nicht nur Tom verarbeitete hier den Gedanken an ein potenzielles Ableben, auch die Band selbst hat sehr viel Trauerbewältigung und Verarbeitung des Verlusts in den Song gesteckt. Doomsday wird dazu von einem visuell beeindruckenden Musikvideo begleitet, in dem Dan auch die Rolle seines Bruders übernimmt, der innerhalb des Videos eine Art spirituelle Reise durch das Universum beschreitet und letztendlich den Weg in den endlosen Himmel zu finden scheint, in die Ewigkeit. Die anderen Bandmitglieder selbst werden durch die Special Effects in dem Video so dargestellt, als würden sie mit fortschreitender Zeit immer weiter in sich selbst zusammenbrechen. Eine gelungene Metapher dafür, dass jeder für sich und alle als Band zusammen sehr unter dem Verlust gelitten haben und, wie man so schön sagt, auch ein Teil ihrer selbst gestorben ist. Der Song selbst wurde von Fans und Kritikern sehr wohlwollend aufgenommen. Gelobt wurden Carters Vocals, die ebenso wie die instrumentale Komposition das emotionale Thema des Songs tragen und Doomsday zu einer Gänsehaut verursachenden Hymne machen, deren emotionale Bedeutung ehrlich und wunderschön vermittelt wird. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass Jordan Fish, zu der Zeit noch aktiver Keyboarder bei Bring Me the Horizon, den Song mitproduziert hat. Doomsday, der Tag des Weltuntergangs, verdeutlicht nicht nur, wie einschlagend die Tragödie um Tom für die Band gewesen ist, sondern dient zeitgleich für den Neustart, den Architects nun ohne ihren früheren Songwriter und Gitarristen beschreiten müssen. Die Welt der Architects wurde erschüttert und muss nun neu aufgebaut werden. Einen Tag später, als der Song dann auch auf den Streaming-Plattformen veröffentlicht wird, geben Architects ebenfalls bekannt, dass Josh Middleton, der die Band zuvor bei Live-Konzerten unterstützt hatte, von nun an ein festes Mitglied geworden sei. Nach Veröffentlichung organisierten Architects daraufhin noch ein besonderes, einmaliges Konzert im legendären Alexandria Palace in London, dem sogenannten Ally Pally, wo sie, supported von Counterparts und While She Sleeps, eine Show vor 10.000 Menschen spielten, die zu diesem Zeitpunkt größte eigene Headliner-Show der Bandgeschichte. Ein wenig vorgespult wurde dann im September 2018 schlussendlich das 9. Studioalbum Holy Hell angekündigt, welches dann auch am 9. November offiziell veröffentlicht wurde. Das Album stand songtechnisch ebenfalls ganz im Zeichen des von der Band verarbeiteten Verlustes. Dan Searle und Josh Middleton produzierten das Album und Dan trat in die Fußstapfen seines Bruders, was das Songwriting betraf. So wird Dan zitiert: „Für mich geht es bei Holy Hell grob gesagt um Schmerz. Darum, wie wir ihn verarbeiten, mit ihm umgehen und mit ihm leben. Schmerz hat einen Wert. In ihm lernen wir, in ihm wachsen wir." Architects lieferten erneut ein den Vorgänger überbietendes Album ab und doch werden Stimmen laut, die der Band vorwerfen, sich negativ zu verändern. Wie so oft eine Minderheit, aber laut genug, um die sonst durchweg positiven Resonanzen zu überbieten. Was genau die Probleme dieser lauten Minderheiten waren und wie die Band damit umging, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Eigentlich ist es unklug, lauten Minderheiten auch noch Gehör zu schenken, doch ich sehe es als journalistische Pflicht an, hier einmal ganz deutlich beide Seiten einer Medaille zu beleuchten. Es ist unglaublich wichtig zu verstehen, dass hier, wie bei so vielen Bands in der Geschichte, immer zwei Arten von Fans aufeinanderprallen. Die stets an Altem festhalten und für die am besten jedes Album so klingen muss wie das erste, und jene, die offen mit Veränderungen ihrer liebsten Künstler umgehen und verstehen, dass in allem, was wir tun, Entwicklung steckt und das ewig Gleiche irgendwann auf der Stelle stehen bleibt. Doch ohne jetzt zu philosophisch zu werden, versuche ich euch einmal Stück für Stück zu erklären, was spezifisch im Falle Architects Gegenstand der Debatten war.
Viele Fans vergleichen Holy Hell mit Lost Forever, Lost Together und All Our Gods Have Abandoned Us. Diese früheren Alben werden häufig als Maßstab herangezogen. Einige finden, Holy Hell erreiche nicht die gleiche Kraft oder denselben Biss. Speziell der Vorwurf, dass durch den Verlust von Tom Searle das Songwriting und die Songstruktur verändert wurden und nicht mehr so konsistent oder markant sind wie früher, bildet einen Teil der Kritik. Auch emotionale Intensität und Verarbeitung von Trauer spielt eine Rolle. Holy Hell ist stark geprägt von der Trauer um Tom Searle. Diese emotionale Schwere wird von vielen als berührend und authentisch gelobt. Gleichzeitig finden manche Fans, dass die Band zu stark auf diese Trauer fokussiert ist und das Album dadurch zu einheitlich oder zu dramatisch wirke. Manche Songs mögen dadurch weniger abwechslungsreich sein oder zu ähnlich klingen. Der Einsatz von Streichern, orchestralen Elementen usw. wird gelegentlich als zu viel empfunden bzw. als Stilmittel, das nicht zu jedem Song passe. Weil Tom Searle nicht mehr als Hauptsongwriter tätig war, haben sich Songwriting-Prozesse allerdings verändert. Neue Beiträge von anderen Mitgliedern, zum Beispiel Josh Middleton, führten zu Veränderungen im Sound und in der Struktur der Lieder. Einige Hörer empfinden das als Gewinn, andere eher als Verlust gegenüber dem, was vorher schon da war. Auch Erwartungsdruck und nostalgische Bindung spielen eine Rolle. Viele Fans hatten hohe Erwartungen. Holy Hell war schließlich das erste Album nach dem Tod von Tom Searle und somit stark emotional aufgeladen. Manche fühlten, dass die Band diesen Erwartungen nicht in allen Belangen gerecht wurde. Nostalgie spielt ebenfalls eine Rolle. Fans, die die Band seit älteren Alben kennen, haben eine starke emotionale Bindung an den früheren Architect-Sound und sind deshalb besonders kritisch, wenn sich der Stil oder das Songwriting verändert. Ein Aspekt, der oft in Foren genannt wurde: Bei Konzerten werden ältere Songs, zum Beispiel aus der Hollow Crown-Ära, weniger gespielt oder durch neuere gar ersetzt. Einige Fans fühlen sich dadurch hinten angestellt. Wer sich an die Härte und den Stil früherer Werke gewöhnt hat, kann das Gefühl haben, dass neuere Songs zu weich sind, zu kommerziell oder zu massentauglich klingen. Eine Balance zwischen Härte und Melodie ist auch erwähnenswert, denn einige Hörer vermissen früheren, aggressivere Elemente oder die Brutalität, fanden früheren Vocalstil oder die Gitarrenarbeit überzeugender und direkter. Sie sehen bei Holy Hell und späteren Alben eine Verschiebung in Richtung mehr Melodie, mehr Clean Vocals, mehr platzierende Mitsingstellen, was manche als Abkehr vom Metalcore-Kern sehen. Die Kritik: Manche Lieder hätten zu viele einfache oder radiofreundliche Elemente. Wiederkehrende Formeln, die früher funktioniert haben, wirken heute für manche repetitiv. Natürlich ist jedem Hörer einer Band seine eigene Meinung gestattet. Niemand muss alles gut finden und ein gesunder Diskurs ist immer eine begrüßenswerte Sache. Im Falle der Architects jedoch muss man ganz klar sagen, dass einige Fans den Bogen überspannten, deutlich sogar, indem sie der Band vorwarfen, das Andenken an den verstorbenen Tom Searle zu missachten. Tom würde sich im Grabe umdrehen, hieß es, solchen Schund hätte es unter Tom nicht gegeben, Tom blickt weinend vom Himmel, wenn er sieht, was ihr geworden seid. Ein durchaus respektloses Verhalten jener Fans, die in den Augen der restlichen und hier sei betont größeren Fangemeinde kein Recht habe, sich derart verletzend gegenüber der Band zu verhalten. Der überwiegende Teil der Architects-Fans war den Alben For Those That Wish to Exist sehr positiv gegenüber gestimmt, katapultierten das Album zum overall erfolgreichsten der Bandgeschichte. Und auch wenn The Classic Symptoms of a Broken Spirit den Charterfolgen seines Vorgängers deutlich hinterherlief, die Platzierungen waren zum Beispiel sichtbar schlechter, nicht aber katastrophal, setzte sich unter den Fans, die den Jungs treu zur Seite standen, die Meinung durch, dass es löblich sei, sich weiterzuentwickeln, mal was Neues zu probieren und das musikalische Portfolio zu erweitern.
Bevor wir uns auf das Finale vorbereiten und zu den ganz aktuellen Jahren und Entwicklungen der Band kommen, möchte ich in diesem Kapitel einmal kurz beleuchten, wie sich die Inhalte der Band und ihr außermusikalisches Engagement in dieser Welt zusammensetzen. Denn wer glaubt, Architects wären einfach nur klassische Musiker, die sich immer mal wieder im Studio einschließen und ansonsten nur über die Bühnen der Welt reisen, ja, okay, der hat natürlich nicht ganz unrecht, aber reichen tut das auch nicht. Alle Mitglieder der Architects leben beispielsweise vegan und gemeinsam mit der Tierschutzorganisation PETA setzen sie sich auch für einen veganen Lebensstil ein. Sam Carter betonte immer wieder in Interviews, in denen er auf seinen veganen Lebensstil angesprochen wurde, dass es ihm zwar natürlich um Tierschutz, aber auch weit darüber hinaus begründete Themen wie Umweltschutz und einen positiven Impact auf die gesamte Gesellschaft geht. Carter ist darüber hinaus auch als Botschafter der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd tätig. Die Band ist immer bestrebt, ein friedliches Miteinander unter den Menschen zu propagieren. Zusammenhalt, gegenseitige Rücksichtnahme und ein besonderes Aufeinanderachten ist ihnen immens wichtig und das vermitteln sie auch immer wieder bei ihren Live-Auftritten. Die Musik der Band, ob von den ganz harten Songs bis zu den balladenartigen Songs, beschreiten textlich allerlei Themengebiete. Allen voran sind ihre früheren Werke sehr geprägt von Gesellschaftskritik, Umweltproblemen und Politik allgemein. Mit Holy Hell kamen, wie bereits erwähnt, neue Schwerpunkte hinzu. Trauer, mentale Probleme, Depressionen, den zerstörerischen Seiten des Menschen. Harte Themen, für die Band jedoch ein richtiger Schritt. Carter selbst befindet sich seit vielen Jahren in Therapie und hat sich mehrfach positiv darüber geäußert. Nicht zuletzt, weil Depressionen auch für ihn ein schwerwiegendes Problem waren. Ich bin seit über 10 Jahren in Therapie, was mir ein viel gesünderes und organisierteres Mindset verschaffen hat. Darüber hinaus hat es mir sehr geholfen, besser mit Trauer und allgemein schwierigen Momenten im Leben umzugehen. Das immer intensivere Tourleben und nicht zuletzt der Verlust von Tom hatten sich sehr signifikant auf meine mentale Gesundheit ausgewirkt. Musikalisch hat sich der Stil der Architects immer dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht vor Experimenten zurückschrecken. In der Anfangszeit noch als klassischer Metalcore bezeichnet, probierten die Männer immer wieder aus, wie sie ihren eigenen Sound finden, verändern und verbessern können. Somit ist es nicht überraschend, dass man mit fortschreitenden Alben auch mehr und mehr Einflüsse anderer Genres in die Arbeit einfließen ließ. Alternative und Industrial-Elemente fanden ihren Weg in die Produktionen. Sams Clean Vocals wurden präsenter, ebenso erarbeitete er sich sehr markante Scream Vocals, die unter Metal-Fans eine sehr leicht identifizierbare Eigenart an sich hat. Ein Merkmal, das Carter unter vielen Metal-Vocalists herausstechen lässt. Ein besonderes Experiment, welches der Band noch hoch angerechnet wird, war eine Studio-Session gemeinsam mit dem Parallax Orchestra, mit denen man in den Abbey Road Studios das komplette Album For Those That Wish to Exist neu aufnahm und diesmal zum Metal ergänzend ein orchestralisches Gewand um die Songs legte. Was aber bleibt nun, wenn man mittlerweile das Jahr 2022 schreibt, eine mehr als ereignisreiche Bandgeschichte von 18 Jahren hinter sich hat und irgendwie den Spagat zwischen sehr erfolgreich und Hate-Kommentaren meistern muss? Richtig, Fokus auf das, was man kann. Oder eher doch mit erhobenem Mittelfinger Richtung Angriff aufbrechen? ...2022 und 2023 waren nach dem Release von The Classic Symptoms of a Broken Spirit, wie von Architects gewohnt, ganz im Zeichen von Konzerten und Festivals. Mehrere eigene Headline-Tours durch Europa und Amerika und internationale Festivalshows, bei denen die Band durch den in den letzten Jahren aufgebauten Erfolg immer bessere Slots bekam und somit nochmal mehr Menschen begeistern konnte. Personell gab man im Mai 2023 noch bekannt, dass Gitarrist Josh Middleton die Band verlassen würde. Kreative Differenzen sollen der Hauptgrund gewesen sein. Middleton und die Band betonten jedoch beiderseits, dass die Trennung nach guten, produktiven Gesprächen passierte und man so mit dem Guten auseinandergegangen sei. Vorerst wurde kein Ersatz gesucht, man entschied sich zunächst zu viert weiterzumachen. Während man 2023 sehr aktiv im Konzertbereich war, wen wundert das noch, wurde hinter den Kulissen aber unwissend bereits fleißig an neuem Material gearbeitet.
Und die neue Albumphase sollte mit einem Paukenschlag eingeläutet werden, mit dem so sicher keiner gerechnet hätte. Seeing Red. Ein Song, der von der ersten Sekunde an den Mittelfinger an die laute Minderheit der Szene richtet, wird, ähnlich wie einige Jahre zuvor Doomsday, ohne Promo und Ankündigung einfach veröffentlicht. Und die Single schlägt ein wie eine Bombe. Innerhalb weniger Tage ist YouTube voll mit überraschten Reaction-Videos, Forenbeiträge fluten durch das Internet und auf Social Media trenden Shorts des Musikvideos mit Usern, die die Message des Songs flächendeckend verbreiten. Und der Song hat es wirklich in sich. Er ist eine Abrechnung mit Hatern, Gatekeepern und Fans, die sich daneben benommen haben. Ein Spiegel, der all jenen vorgehalten wird, die in den Augen der Band eine Nummer übertrieben hatten mit ihrer sogenannten Kritik. Sam Carter sagt in einem Interview dazu: Wie ich es im Song auch singe. Ich habe es wirklich gefühlt, als sie sagten, wir lieben euch nur, wenn ihr wütend seid. Natürlich nehmen wir als Architects das auf die Schippe. Seeing Red ist frustriert, ja, aber es spiegelt diesen ewigen Kampf mit Leuten wider, denen man es einfach nie recht machen kann, egal was man tut. Er gibt aber auch ganz selbstlos zu, dass Seeing Red auch ein kleines bisschen sich selber in den Arsch treten ist. Die letzten Alben hätten der Band selber nicht den gewünschten und erhofften Einfluss gebracht, dass die Kritik Architects seien weicher geworden sie durchaus erreicht hätte und sie diese auch angenommen haben. Klar, es gab diese sehr übertriebenen und schmerzhaften Kritiken, in denen die Leute unsägliche Dinge im Kontext mit Tom sagten, aber eben auch faire und nachvollziehbare Kritik derer, die sich wünschten, Architects würden wieder auf härtere Wege zurückfinden. Man wolle wieder mehr Resonanz finden und eine neue, bessere Balance zwischen Experimentieren und Intensität herstellen. Wir wussten, dass es wichtig war, nach Classic Symptoms mit dem richtigen Song zurückzukommen. Wir sind die Art von Band, die immer aus ihren Fehlern lernt. Somit wurde Seeing Red sowohl zu einem Statement gegen die negativen Stimmen, aber auch einem Versprechen für ihre treuen Fans. Wir sind wieder da, wir haben euch alle gehört und jetzt legen wir los. Es war beschlossene Sache. Ein neues Studioalbum sollte gefertigt werden. Und so wurde neben Konzerten anlässlich des 20-jährigen Bandbestehens auch eifrig Zeit im Studio verbracht. Laut eigener Aussage der Band wollte man es dieses Mal kompromisslos angehen, den Weg zur alter Stärke zurückfinden und Qualität über Quantität stellen. Wenn eine Idee nicht stark genug war, wurde sie verworfen, nur das Beste solle es am Ende auf die Platte schaffen. Man wolle das Potenzial der Band so gut es geht ausschöpfen, da man das Gefühl nicht los wurde, dies zuletzt nicht getan zu haben. Nachdem Josh Middleton nicht mehr Teil der Band war, übernahm Dan nun den allergrößten Teil der kreativen Ausrichtung der Band. Unterstützt wurde er dabei während der gesamten Produktion von Jordan Fish, dem ehemaligen Keyboarder von Bring Me the Horizon, der bereits bei Doomsday eine helfende Hand war. Laut Sam Carter wolle man mit dem Album bewusst dramatisch und unvorhersehbar sein. Ziel sei es gewesen, Emotionen auf den nächsten Punkt zu bringen. Wenn ein Lied traurig ist, sollte es herzzerreißend sein. Wenn es schwer oder hart ist, dann wie das Ende der Welt. Das Album solle in den Extremen arbeiten. Sehr heavy und melodisch, brachial, aber auch gefühlvoll. Auch war der Band wichtig zu reflektieren, welche Eigenschaften der Band in den letzten Alben gut waren und wollten diese Elemente mit dem, was sie früher gemacht haben, kombinieren. Aber auf eine neue Weise, mit höherer Qualität. Nicht nur, um ein gutes Album zu erschaffen, sondern auch, um live wieder eine bessere Funktionalität bieten zu können, die ihnen nach eigener Reflexion zuletzt etwas abhanden gekommen war. Nachdem man dann mit Curse im April die zweite Single veröffentlichte, ging es noch im Sommer auf Support-Tour für Metallica und danach auf eine eigene Tour durch Amerika, ehe dann schlussendlich auch das Jahr 2024 mit Whiplash beendet wurde. Im Januar folgte dann noch die Single Black Hole
Und im Eilverfahren sozusagen haute man dann noch Everything Ends und Braindead raus. Und am 28. Februar 2025 erschien dann endlich The Sky, The Earth and All Between, das nunmehr 11. Studioalbum der Architects. The Sky, The Earth and All Between. Ein Albumtitel, der genau das ist, was das Album versprochen hatte und auch den Stimmen von Kritikern und Fans nach einhalten konnte. Das Album chartete in mehreren Ländern in die Top 10, darunter auch Platz 3 in Deutschland, und konnte mit Platz 2 in der englischen Heimat zwar nicht den höchsten Charterfolg der Geschichte einheimsen, aber trotzdem den erfolgreichsten Platz für das Album an sich. Nicht nur konnte das Album die Erwartungen der Band erfüllen, mit überwiegend positiven Kritiken und Feedback bekräftigte es diese auch, alles richtig gemacht zu haben. Architects. Dieser Name steht seit nunmehr 21 Jahren für vieles. Allen voran aber für eine Band, die nicht zu Unrecht in meinen rein persönlichen Augen zu den Top 5 der Metalcore-Bands der Welt gehören. Ihre Alben sind vielseitig, ihre Musik immer experimentell, was es für mich und viele ihrer Anhänger nie langweilig werden lässt. Im Gegenteil, es fördert die Vorfreude auf jeden neuen Release und stellt das Wort Erwartungshaltung ganz klar ins Abseits. Egal, ob es der kritische Fingerzeig auf die Probleme unserer Gesellschaft ist, die tiefgründige Auseinandersetzung mit den eigenen Dämonen oder einfach die pure Energie aus sich rauszulassen, textlich ist bei den Architects für jeden etwas dabei. Auch das symbolisiert nicht nur ihre Vielseitigkeit, es stärkt in meinen Augen auch das Argument, dass sie einfach eine viel breitere Masse ansprechen können. Ein reich gedeckter Tisch bietet eben doch für jeden etwas Essbares. Oder in diesem Fall etwas Hörbares. Ihre Live-Konzerte zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie scheinbar simple Stage-Designs mit Hilfe von krassen Lichtshows und Effekten zu einem absoluten Hingucker verwandeln können. Und ihre Interaktion mit den Fans ist live ebenfalls immer herausragend. Dass sie durch ihre Experimente auch arena-tauglichen Metalcore kreiert haben, kommt ihnen selbstverständlich ebenfalls zugute. Wer feiert es denn bitte nicht, wenn das Publikum die Songs so laut mitsingen kann, dass man den Sänger entweder nicht mehr hört oder er erst gar nicht selber singen braucht? Es gibt am Ende viele Gründe, die einen Erfolg dieser Band erklären. Vom musikalischen über Konzerte und ihre Bodenständigkeit. Doch was die Band meiner Meinung nach abseits von verkauften Alben, Merch und Tickets erfolgreich macht, ist ihre bodenständige und selbstreflektierende Art. Ihre Fähigkeit, Kritik richtig einzuordnen und sie eher als Motivation zu betrachten, nicht als Sargnagel. Dass die Band es nach diesem knallharten Schicksalsschlag geschafft hat, weiter am Ball zu bleiben und nicht nur ihrem verstorbenen Freund zuliebe, sondern auch der Liebe zur Musik und Kunst gegenüber, ihr genereller Umgang mit der gesamten Thematik, das verlangt mir und vielen anderen sehr viel Respekt ab. Denn obgleich die Band sicherlich nicht die erste ist, die einen solchen oder ähnlichen Verlust erleiden musste, wäre sie vermutlich auch nicht die erste Band, die es nicht schafft, das musikalische Schaffen danach aufrechtzuerhalten. Architects sind für viele eine Säule in ihrer musikalischen Ausrichtung und das auch nicht unbegründet. Was die Zukunft der Band nun bringt, das weiß noch niemand. Die Männer selbst gehen demnächst in ihr 22. Bandjahr und man kann ihnen nur weiterhin alles Gute und viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg wünschen. Und damit kommt meine Reise durch die Zeit der Architects für diesen Moment zu einem Ende. Ich hoffe sehr, dass ich euch einen kleinen Einblick in die wichtigsten und prägendsten Momente der Band geben und euch auch ein wenig unterhalten konnte. Ich bedanke mich bei allen, die diesem Projekt ihre Aufmerksamkeit geschenkt und mich vor allem darin bestärkt haben, mit dieser Art von Videos weiterzumachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch dieses Projekt gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Video ein Like, dem Kanal ein Abo geben und einen netten Kommentar schreiben würdet. Denn das hilft mir ungemein und gibt mir zusätzlich einen Eindruck davon, ob ihr in Zukunft gerne noch mehr solcher Videos sehen möchtet. An dieser Stelle noch ein letztes Mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Paito.